Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video geht es um das Thema, was mache ich, wenn meine Orchideen verblühen? Wo muss ich schneiden? Was muss ich schneiden? Muss ich überhaupt irgendwas schneiden? Wenn ich schneide, was bringt das der Pflanze? Und deswegen würde ich sagen, wir haben hier eine reiche Auswahl an Pflanzen. Ja, sehr viele schöne Pflanzen, Orchideen, die noch am Blühen sind, Orchideen, die am Verblühen sind, wie diese Phalaenopsis. Dann Orchideen, die komplett verblüht sind, wie diese Oncidium. Und hier sieht man es eindeutig, dieser Blütentrieb ist schon richtig gelb. Ja, also da ist klar, der ist komplett abgestorben. Dieser hier ist sogar schon braun, das heißt, man könnte ihn eigentlich schon fast abbrechen. Ja, das ist jetzt schon abgebrochen. Im Grunde in der Natur schneidet auch niemand an den Pflanzen herum. Diesen Stützstab benötigt man nicht mehr, denn die Blüte ist ja vorbei. Bedeutet, hier kann man natürlich getrost abschneiden und man müsste das Werkzeug auch gar nicht desinfizieren in dem Fall, weil hier ist ja schon alles abgestorben. Da ist auch gar kein Saftfluss mehr vorhanden und man braucht sich auch gar keine Sorgen machen, dass da hier irgendetwas desinfiziert wird. Und deswegen, das hier kann man einfach wegmachen. Braucht man sich auch überhaupt gar keine Gedanken machen, dass da irgendetwas passiert ist, weil man das Werkzeug zum Beispiel nicht desinfiziert hätte. Und dann ist die Pflanze an und für sich auch schon fertig und sie macht auch schon Neutriebe. Also hier ist ein schöner großer Neutrieb, wie man hier sieht. Bedeutet, das ist auch der Neutrieb, der als nächstes blühen wird vermutlich. Bei Oncidium ist es sehr häufig so, dass diese erst mit dem nächsten Neutrieb blühen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Eine steht hier, die Psychopsis-Orchidee. Zählt auch zu den Oncidien und die hat hier seit sehr, sehr langer Zeit ihre 2 Blütentriebe und das ist ein sogenannter Revolverblüher. Im Moment blüht sie nicht, sie hat vor ein paar Tagen geblüht und sie blüht in regelmäßigen Abständen nach ein paar Monaten immer wieder. Da kommt dann aus der Spitze des Blütentriebs immer wieder eine neue Blüte und das kann über viele Jahre hinweg kann das so passieren. Und geschehen. Deswegen hier wäre es fatal, wenn man denkt, Mensch, da ist doch nichts mehr dran, weil man die Pflanze vielleicht noch nicht kennt und noch nicht so lange in Kultur hat und man entfernt den Blütentrieb, weil man denkt, das ist vorbei. Ja, da muss man eben wirklich auf den nächsten Neutrieb warten und wenn man den dann auch wieder abschneidet, ärgert man sich dann vielleicht, wenn man das dann irgendwann weiß. Außer man hat das Video jetzt gesehen, dann weiß man das. Wenn man jetzt hier so eine Encyclia zum Beispiel nimmt, die ist jetzt auch langsam am Verblühen. Im Grunde sind die Blüten schon verblüht, weil so braun sind sie in der Standardausführung nicht. Ja. So wie die hier sind, schauen sie nicht aus, sind normalerweise doch dann ein bisschen rosafarbener, etwas weniger dunkelbraun, ein bisschen heller von der Farbe. Und da könnte man an und für sich auch schon hergehen und sagen, ja, die Pflanze braucht den Blütentrieb nicht, das verbraucht ja nur Energie. Das kommt aber ganz auf den Zustand der Pflanze an. Wenn man sich nämlich hier die Bulben anschaut, die schauen alle ganz gut aus. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hier, kommt sogar schon ein Neutrieb heraus. Das heißt, der Pflanze geht es insgesamt sehr gut. Ihr seht, sie wächst hier in einem Orchitop mit feinem Kolomi eingepflanzt. Ups, frisch gegossen. Und im Grunde kann man hier so lange warten, bis alle Blüten weg sind und der Blütenstiel entweder von alleine abfällt, das dauert ein Weilchen, oder auch gar nicht, dass er gar nicht abfällt. Und dann kann man ihn abschneiden, weil es rein optisch gar nicht mehr so das Highlight ist, wenn da so ein vertrockneter Blütenstiel dran ist. Und deswegen kann man das dann abschneiden, wenn es vertrocknet ist und das ist immer das Beste. Hier zum Beispiel an dieser Zycopedalum war ein alter Blütentrieb. Ihr habt gesehen, den konnte ich ganz leicht entfernen. Hier ist noch ein Blütentrieb, der jetzt so langsam am Verblühen ist. Und auch hier gilt oder ist meine Empfehlung, macht den Blütentrieb erst dann weg, wenn er auch wirklich komplett vertrocknet ist. Und dann habt ihr damit ganz leichtes Spiel. Was haben wir denn noch? Hier eine Dendrobium. Hier, die Dendrobium bereoda müsstet ihr eigentlich schon kennen. Die wurde schon öfters gezeigt. Und was sie hat oder was sie behält, sind ganz gerne die verblühten Blütentriebe. Die stehen dann hier in der Pflanze. Hier seht ihr, ist noch ein blühender Blütentrieb. Und im Grunde
ist das ja nicht so attraktiv, wenn da irgendwas Vertrocknetes dranhängt. Man will ja immer, dass es schön grün ist. Das heißt, hier kann man einfach hergehen und das, was verblüht ist, abschneiden. Dabei kann man die Pflanze einfach nochmal genau anschauen, ob alles soweit passt, dass da nicht zu viel Vertrocknetes drin ist. Dann kann man einfach das gleiche Schneidwerkzeug einfach nochmal nutzen. Man ist ja an der gleichen Pflanze dran und dann macht man einfach nochmal Pflanzenpflege und dann ist das gut, wenn man hier diese Blütentriebe entfernt hat. Hier ist noch ein gelbes Blatt. So ganz gelb ist es noch nicht. Und dann ist die Pflanze eigentlich schon fertig. Und man kann dann praktisch hier diesen noch vorhandenen Blütentrieb richtig gut genießen, weil der ist ganz hübsch. Und alles, was braun und abgestorben ist, ist weg. Wie man so eine Dendrobium vermehrt, das zeige ich euch im nächsten Video. Habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. So, kommen wir zu einer Pflanze. Die kennt ihr aus dem letzten Video schon. Die ist jetzt noch am Blühen, deswegen schneide ich da nichts ab. Mit Sicherheit schneide ich da nichts ab. Und zwar die Wanda hier. Bei Vandeen ist das so. Auch hier stirbt früher oder später der Blütentrieb ab. Aber solange sie noch am Blühen ist und man sieht, es geht langsam Richtung Ende, weil hier die Blüten bekommen so braune Flecken, braune Stellen. Heißt das, früher oder später muss man ihn abschneiden. Wenn man ihn nicht abschneidet, vertrocknet er, macht dann auch nichts, hängt dann aber so unattraktiv an der Pflanze. Deswegen empfiehlt es sich, diese Blütentriebe entsprechend auch abzuschneiden. Na, jetzt muss ich das Werkzeug hier noch in die Desinfektionslösung packen. Warum eigentlich Desinfektionslösung? Und was kann man da eigentlich so machen als Desinfektionslösung? Ihr könnt zum Beispiel eine 10%ige Chlorix-Lösung nehmen, also Chlorlösung. Darin kann das Werkzeug dann einfach ein Weilchen stehen. Es empfiehlt sich, wenn man bei einer Schere, die man einsetzt, einfach die Schneide offen hinein macht, dass, falls die Schere relativ eng abschert, dass dann, wenn sie zu wäre, auch die Zwischenräume erreicht werden, weil wenn sie zu eng schneidet, dann kann das natürlich sehr dicht sein und dann kommt nichts hin. Deswegen am besten offen in so ein Glas packen. Gilt auch, wenn ihr mit einem Skalpell, was ich in ein paar Minuten benötige, arbeitet, und deswegen schön das Werkzeug hier rein. Also ich habe gesagt, eine 10%ige Chlorix-Lösung. Ihr könntet auch reinen Alkohol nehmen. Reinigungsalkohol, ihr könntet auch Feuerzeugbenzin nehmen, was ihr auch machen könnt, wenn ich das Wort Feuerzeug eingesetzt habe. Ihr könnt hier unten mit dem Feuerzeug durchgehen, das Ganze abflammen, über einen Bunsenbrenner von mir aus auch über eine Kerze könnt ihr das halten, geht im Grunde auch. Allerdings, wenn ihr eine Kerze nutzt, dann bleibt hier unten Ruß haften in aller Regel, das ist dann vielleicht auch nicht so optimal. Und was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr jetzt gar nichts zu Hause in dieser Hinsicht habt. Ich denke mal so ein, ja, was weiß ich, Doppelkorn-Wodka oder sowas, irgendwas Hochprozentiges, sollte doch an und für sich auch funktionieren. 40%iger Alkohol oder 40%ige Alkoholgetränke müssten eigentlich so hoch konzentriert sein, dass die richtig gut funktionieren. Vor allem, wenn man sie anzündet, sieht man ja auch eine Flamme, bedeutet das ist schon hochprozentig genug und das sollte auf jeden Fall desinfizieren. Man kann auch ein Desinfektionsspray nutzen und das tötet ja auch alles ab, was es so an Keimen gibt, ob Pilze, Bakterien oder Viren, und dann überträgt man das nicht von einer Pflanze zur anderen Pflanze. Während ihr an derselben Pflanze arbeitet, müsst ihr das an und für sich nicht machen. Natürlich könnte es sein, ihr schneidet hier an einer Stelle an der Pflanze ab. Dort ist dann zum Beispiel eine Pilzspore oder von mir aus mehrere Pilzsporen und dann wechselt ihr an einen anderen Bereich von der Pflanze und dann übertragt ihr das von einer Stelle von der Pflanze zur anderen Stelle. Deswegen, wenn ihr sehr penibel seid, dann macht ihr das halt auch bei jeder einzelnen Pflanze, aber an und für sich sollte eine Pflanze, wenn sie schon infiziert ist, dann ist es schon infiziert, dann bringt es auch nichts mehr, wenn ihr es übertragt. Wobei, bei Oleanderkrebs ist es besser, wenn man das regelmäßig nach jedem Schnitt macht. So, kommen wir zum Thema Phalaenopsis. Phalaenopsis wird wahrscheinlich so gut wie alle von euch interessieren. Wahrscheinlich so wirklich alle, weil Phalaenopsis ist eine Orchideengattung, die hat so gut wie jeder zu Hause. Und deswegen sehen wir hier eine Pflanze, die hat hier ein kaputtes Blatt. Das hat sie eingebüßt, weil sie
durch einen Pflegefehler meinerseits zu früh nach draußen gestellt worden ist und dieses Blatt volle Sonne abbekommen hat. Komischerweise ist das nur das eine Blatt, was das Problem hatte. Gut, das ist das oberste Blatt. Und hier in dem Fall sollte man dann einfach mit einem Skalpell hergehen. Man könnte es auch einfach belassen, weil es jetzt nicht dramatisch. Und dann geht man her und schneidet das Blatt vorsichtig innerhalb des grünen Bereichs aber heraus. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so, dass es in der Kamera passt. Normalerweise kann man das auch ein bisschen feinfühliger machen. Das ist immer so, blinde Operationen ist immer ein bisschen schwierig. Na, gelingt ihm der Schnitt. Jawohl, es hat überlebt. So, jetzt müssen wir sauber raustrennen und schauen, dass wir kein anderes Blatt erwischen. Jetzt sehen wir jetzt hier so einen Zacken. Im Grunde kann man diesen Zacken dann einfach auch rausschneiden. Man hätte auch sauber gerade schneiden können und dann passt das schon. Was man jetzt hier an dieser Schnittstelle machen könnte, wenn man sie nicht einfach abtrocknen lässt, ist, dass man hier Holzkohlepulver drauf streut. Holzkohlepulver wirkt auch desinfizierend und dann sollte das Thema erledigt sein. Aber ich gehe mal davon aus, bei einem sauberen Schnitt ist das auch schon kein Thema. Die Pflanze macht dann relativ schnell ein Abschlussgewebe und dann sollte das alles wieder gut sein. Kommen wir aber zum Blütentrieb. Das ist ja das Hauptthema in diesem Video. Nicht dieses Blatt, was wir jetzt entfernt haben. Und was wir hier sehen können, hier fängt schon an der Spitze an abzusterben, einzutrocknen. Was wir aber auch gleichzeitig sehen können, hier an dem ruhenden Auge treibt was aus. Und das muss ich jetzt umdrehen. An diesem ruhenden Auge treibt etwas aus. Bedeutet, ja, wo schneidet man dann genau ab? Normalerweise, wenn die Pflanze nicht schon länger herumsteht und dann schon ihre eigenen Dinge macht, die sie so macht, geht man her und schneidet den verblühten Blütentrieb oberhalb des zweiten oder dritten Auges ab. Und dann wird nämlich genau das passieren, was hier schon und hier schon passiert ist, nämlich das ruhende Auge, welches sich hier unter dem Hüllblatt befindet, wird austreiben. Ihr seht, es ist schon ausgetrieben, bedeutet, den oberen Teil braucht der Blütentrieb nicht, den können wir einfach abschneiden. Hier auf dieser Seite haben wir zum einen noch eine Blüte, aber die ist jetzt schon richtig braun. Sieht man daran, dass die Blütenblätter nicht mehr weiß sind, bedeutet, das braucht die Pflanze auch nicht mehr. Dann gehen wir hierher, machen hier die Klammer weg und den Stützstab auch. Und dann sehen wir, wo schneiden wir. Genau, wir schneiden hier unmittelbar über dem Austrieb, aber so, dass da eventuell noch ein bisschen was eintrocknen kann und das kein Problem gibt. Was wir hier sehen, ist auch schon mal ein Trieb. Dieser hier. Hier oben ist eine aktive Knospe. Das sieht man daran, dass die dicker geworden ist. Und dann sollte man das auch nicht abschneiden. Das heißt, hier in diesem Fall wäre das schon richtig, was gemacht worden ist. Natürlich hat sie hier 1, 2, 3 Augen. Wenn eure Pflanze noch nicht selbst ausgetrieben ist, schneidet ihr hier über dem dritten Auge ab. Genau, dann passiert nämlich das, dass hier das Auge austreibt. Oder, was dann auch passieren kann, wenn ihr das nicht hormonell behandelt habt, jetzt muss ich gucken, wo die Hormonpflanze ist. Wo ist denn dieser Hormonbomber? Den habe ich doch hier irgendwo hingestellt. Ach, direkt vor der Nase. Wisst ihr das? Manchmal sucht ihr was und dann ist das direkt vor der Nase. Dann kann nämlich auch das passieren, dass wenn ihr eure Pflanze, ihr seht es hier am Blütentrieb, der ist oben abgeschnitten worden, dass eure Pflanze praktisch Jungpflanzen ausbildet. Ihr seht, wie viele sich hier gebildet haben. Das ist jetzt allerdings mit einem Phytohormon passiert. Zeige ich euch in einem extra Video. Lade ich auch noch hoch, gibt es auf dem alten Kanal bisher noch. Und dann seht ihr, wie viele Pflanzen hier entstehen können. Das sind jetzt eindeutige Pflanzen, muss man dazu sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eindeutige Kaikis, die aus einem ruhenden Auge entstanden sind. Das ist schon mal eine richtig tolle Sache. Ihr seht aber hier oben die Knospen, die hier noch sind, könnten theoretisch auch noch Kaikis liefern oder aber Blüten entstehen lassen. Da müssen wir jetzt mal abwarten, wie es sich
in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Wann auch die Wurzeln daraus kommen, dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, denn diese Pflanze hier ist schon sehr, sehr groß. Gleichzeitig sehen wir, die Pflanze selbst, die Mutterpflanze, macht ein neues Herzblatt. Das heißt, ihr geht es auch gut. Wenn ihr im letzten Video aufgepasst habt, dann wisst ihr genau, was das hier für eine milchige Lösung ist. Das ist nämlich hier diese Nebenlösung. Die habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Diese Pflanze hat ein paar Probleme mit Wollläusen. Das ist bei Orchideen leider mittlerweile gang und gäbe. Das heißt, ihr könnt in namhaften Gärtnereien Pflanzen einkaufen. Auf den ersten Blick schauen sie toll aus. Am nächsten Tag krabbeln überall kleine weiße Punkte rum. Es ist total echt irre. Wahrscheinlich ist das dem ökologischen Orchideenlandbau geschuldet, weil es einfach kein effektives Mittel gibt auf Dauer, um Wollläuse loszuwerden. Aber das so viel dazu. Hier sehen wir, ist noch ein alter Blütentrieb. Den müssen wir natürlich auch entfernen. Können wir einfach mal hier abschneiden. Da fliegt das Kolomi durch die Gegend. Und dann können wir hier diesen vertrockneten Blütentrieb herausnehmen. Hätte man auch drin belassen können. Allerdings alles, was irgendwo abstirbt, vergammelt früher oder später eventuell auch noch. Und dann ist nicht so gut. Ne, da war doch keine Wollaus. Und deswegen seht ihr, was passieren kann, wenn ihr euren Blütentrieb entsprechend richtig abschneidet. Kaikis können sich vor allem auch im Sommer bilden, viel leichter, wenn die Temperaturen hoch sind. Aber es kann natürlich auch künstlich erzeugt werden. Es gibt aber auch einige Orchideenarten, Naturformen, die neigen sehr stark dazu, Kaikis auszubilden. Zum Beispiel Phalaenopsis equestris ist da so ein Kandidat. Da gibt es Pflanzen, die haben an einer Pflanze irre viele Kaikis. Und die Naturformen stelle ich euch auch noch in extra Videos vor. Auch schon alles vorbereitet. Und deswegen würde ich sagen, jetzt haben wir hier alles eigentlich behandelt beim Thema Schnitt von Orchideen. Jetzt muss ich euch noch eine coole Oncidium zeigen zum Abschluss. Und das mache ich jetzt. So, ist relativ klein. Kleines Pflänzchen. Ich hake es noch hier so fest. Wird nämlich gerade ein bisschen windig, dass sie hier nicht so rumfliegt. Und zwar ist das eine Oncidium carthagenense, heißt die. Die hat einen ewig langen Blütentrieb. Oh, ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Und ihr seht, die hat so kleine, schöne, quirlige Blüten, hätte ich jetzt fast gesagt, mit weiß-rot punktierte Blüten. Ich hoffe, ihr kennt das. Oncidium carthagenense. Richtig coole Sache. So, ihr seht, ich habe euch an so gut wie allen Pflanzen erklärt, worauf ihr achten müsst, worauf es ankommt, wenn die Pflanze verblüht ist. Bei Phalaenopsis, was passieren kann eben auch mit der Bildung von neuen Pflänzchen. Und ich denke mal, wenn ihr noch trotzdem Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ganz, ganz wichtig, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst, denn weitere Videos werden kommen. Bis dahin und tschüss.